Herzlich willkommen heute zu einem weiteren Interview auf Dental TV. Heute möchte ich mit dem Otto Zuhr, und wir haben lange diskutiert, braucht es jetzt Zuhr und Hürzeler oder nur den Zuhr, um jetzt quasi über, wir haben gesprochen vom Fitnesstraining aus der Zahnarztpraxis, also 1900 Seiten, ich glaube, das ist mehr als die Bibel, ähm, äh, das zu verdauen. Ich habe schon angefangen zu lesen, also nicht, aber 1900, das werde ich nach den Sommerferien werde ich den durchhaben. Das verspreche ich dir. Ihr zwei seid für mich einfach ein tolles Team, ein tolles Team. Ihr ergänzt euch perfekt. Also Mark Hürzeler war für mich, du erinnerst dich vielleicht, Mark Hürzeler hat mir 1986 5 Zerek-Inlays mit dem Prototyp der Zerek-Maschine an der Uni Zürich eingesetzt. Er war sehr grob mit mir, weil er hat selber keine Füllung gehabt und hat dann mit dem Kofferdamm und allem an mir rumhantiert. Aber die Dinger sind immer noch drin, weil Mark manuell geschickt ist. Punkt, Ende Diskussion. Also das ist, und Mark war für mich, also den kenne ich jetzt schon seit ja, bald 40 Jahren. Und Mark war für mich immer voller Energie, voller Enthusiasmus, voller Leidenschaft. Und dich habe ich eigentlich lange gar nicht gekannt, weil du warst so ein bisschen im Hintergrund eher tätig. Aber eigentlich seid ihr wie das perfekte Ehepaar. Ihr seid für mich das perfekte Ehepaar. Für mich bist du quasi, nicht falsch verstehen, das Gehirn. Also natürlich auch mit wunderbarem manuellem Geschick, aber eigentlich so mehr der geistige Charakter, weniger impulsiv, weniger forsch. Aber wie gesagt, ihr seid wirklich für mich die perfekte Ergänzung. Und es hat mich gefreut, dass wir jetzt geschafft haben, mal ein paar Minuten zu finden, um über dieses neueste Werk, ihr habt ja schon verschiedene Bücher, also eure pinke Bibel zum Thema Implantologie, Chirurgietechniken ist ja ein Klassiker, den ganz viele schon in ihrer Bibliothek haben. Und hier habe ich gemerkt, hier hast du dir vielleicht einen Herzenswunsch erfüllt, weil es geht hier und eigentlich, ich nehme mal den ersten Band raus. Ich habe die englische Version übrigens hier, ähm, ist auch auf Deutsch, weil ich erinnere mich, dass ein Kollege von mir, der Jan Halben aus Hamburg, hat mir gesagt: „Du musst das Vorwort lesen.“ Also, jetzt Otto. Otto, vielleicht du musst dich gar nicht vorstellen. Alle kennen dich, Otto und Mark, das Duo Infernale aus München. Aber ganz vielleicht als Einleitung, was hat euch bewogen, jetzt, so ein riesiges Werk, und ich weiß so von Insider-Informationen von Quintessenz, dass eigentlich nicht 1900 Seiten geplant waren. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Ja, erstmal vielen Dank für die Einführung. Das ist tatsächlich korrekt. Es war auch nie geplant, noch ein zweites Buch zu schreiben. Das ist am Ende etwas, was sich entwickelt hat. Es ist wirklich ein Herzenswunsch, seit vielen Jahren noch mal ein ganz anderes Thema aufzugreifen, völlig unabhängig von dem pinken Buch, das ja im Grunde nur einen sehr schmalen Bereich abgegriffen hat mit ästhetischen Zahnfleischkorrekturen, wenn man es so mal sagen will. Wirklich, sage ich mal, auf breiter Basis noch mal ein Thema zu bearbeiten, das uns vielleicht am Ende noch viel mehr über all die Jahre am Herzen gelegen hat. Das war nicht geplant, gell, weil ich weiß, was für eine Arbeit es ist, so ein Buch am Ende zu schreiben. Ich habe mir das selber gar nicht mehr zugetraut, und drum war immer mal einfach nur so ein dünnes Handbuch angedacht, das man mit wenig Aufwand, mit wenig Recherche einfach ganz klinisch als IKEA zus Baukatalog, am Ende publizieren kann. Und schlussendlich kann ich nicht über meinen Schatten springen. Das ist dann ganz was anderes geworden. Das ist natürlich dann sehr umfangreich, auch mit der Theorie hinterlegt, zu den klinischen Fallbeispielen, die gezeigt worden sind, und so ist es einfach passiert. Corona hat uns ganz sicher geholfen, uns beiden, weil natürlich wir mehr Zeit hatten plötzlich, gell? Wir konnten nicht mehr reisen von heute auf morgen. Plötzlich war so viel Zeit zur Verfügung wie nie vorher in unserem Berufsleben. Also nicht nur um zu schreiben, auch zu dokumentieren, zu fotografieren. Und unter dem Aspekt war eigentlich die Corona-Zeit für uns jetzt, beruflich eine sehr, sehr glückliche Zeit, wenn man es mal so sagen will, weil Zeit
da war, eben diese Dinge dann auch zu machen, zu Ende zu machen. Ja. Also was mir besonders gefällt, also wenn man das Buch überfliegt, wie im Inhaltsverzeichnis, ist es ja eine Vertiefung von Sachen, die ihr schon in euren Vorträgen, in Publikationen erwähnt habt. So ein bisschen mehr hinter die Kulissen geschaut, was dahinter steckt. Was mir aber besonders gefällt, ist die Einleitung und dass ihr jetzt sagt, auch das Thema orale Medizin. Also dass wir nicht mehr einfach sagen, ja, es gibt Implantat, es gibt das, sondern dass da mal wirklich der ganze Mensch auch ein Thema ist. Und das wurde mir auch mal in Diskussionen mit Kollegen, mit Kursteilnehmern, die bei euch waren, vor allem aus der neuen Gruppe natürlich, das ist ja eure große Fangemeinde, die neue Gruppe für Hürzeler Zurkurse, dass ihr natürlich einen Haufen auf Patienten überwiesen bekommt Mhm. und es nicht dasselbe ist oder du nicht dieselbe Verbindung aufbauen kannst mit einem überwiesenen Patienten wie mit einem eigenen Patienten, den du über einen längeren Zeitraum beobachtest. Und hier wird ja eigentlich wie das auf Neudeutsch oder auf Englisch heißt, die Patient Journey sehr eindrücklich und sehr schön beschrieben, dass man einen Patienten begleiten muss, dass man ihn analysieren muss, dass man verstehen muss, um was es geht. Und diese Einleitung, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass diese Einleitung noch etwas mehr Platz bekommt. Aber vielleicht musst du das Thema nochmal noch mal irgendwo etwas detaillierter noch anpacken, weil die Einleitung, die hat mich extrem gefesselt. Also wo du oder wo ihr über das Thema redet, dem Patienten als Ganzes, ich meine auch im Kontext von Evidence-Based Medicine, Evidence-Based Dentistry und all den Dingen, wie siehst du jetzt das? Also eben, du hast ja quasi zwei Gesichter. Also ihr kriegt einen Haufen Leute, einen Haufen Patienten von der ganzen Welt geschickt, so nach dem Motto, da ist ein Implantat in die Hose gegangen, lieber Otto, lieber Mark, bringt das in Ordnung. Und dann auf der anderen Seite möchtest du doch den Patienten als Ganzes beobachten. Wie gehst du mit dieser Situation um? Oder was ist da die Reflexion in dem Buch zu dem Thema? Also grundsätzlich mal haben wir schon beides. Es sind nicht nur die überwiesenen Patienten, sonst glaube ich, hätte man das Buch auch gar nicht schreiben können. Wir haben beides. Wir betreuen viele Patienten seit vielen Jahren in der Praxis und haben mal mehr, mal weniger auch natürlich zum Großteil überwiesene Patienten. Wichtig ist jetzt mir persönlich, weil du es vorher angesprochen hast, dieses Buch ist tatsächlich ein, sage ich mal, eine Herzensangelegenheit. Eine Herzensangelegenheit, die man als Junger oder im mittleren Altersbereich seiner Karriere gar nicht schreiben kann. Das kann man eigentlich nur aus der Retrospektive schreiben, weil wir einfach auch viel gelernt haben, wie man mit Patienten umgeht, wie man Patientenentscheidungen trifft, schlussendlich. Und da ist für uns eine große Lernkurve entstanden. Eine große Lernkurve insofern, als dass, denke ich mal, die, sage ich mal, die Behandlungskonzepte, mit denen ich groß geworden bin, das sind Behandlungskonzepte, synoptische Behandlungskonzepte. Der Patient kommt zu uns zum Zeitpunkt X und man fällt die wesentlichen Entscheidungen. Der Zahn wird behandelt, der Zahn fällt raus, hier wird ein Implantat gesetzt mit der Idee, den Patienten einmal zu rehabilitieren und von dem Zeitpunkt an wird der Patient in die Erhaltungstherapie übergeben, am besten für ein Leben lang. So sind auch der Marc, wir beide sind eigentlich so aufgewachsen. Rückblickend, wenn man 30 Jahre später mal auf diese Konzepte guckt und auf die Patienten, die einem ja natürlich in der Erhaltungstherapie, die bleiben ja in unseren Händen, dann muss man sagen, dass die Idee einfach nicht funktioniert. Das Risiko bleibt für die Patienten und das kann natürlich mehr mal weniger funktionieren. Und ich denke, diese abrupten Entscheidungen zum Zeitpunkt X für oder gegen den Zahn als Beispiel ist nicht richtig. Und so sieht man eigentlich in dem Buch, wenn ich das mal kurz beschreiben darf, beide Aspekte. Noch ganz kurz vorweg. Ich glaube nicht, dass es heute noch gerechtfertigt ist, auf Basis der wissenschaftlichen Datenlage für einen Zahnarzt heute für oder gegen ein Implantat oder für oder gegen den Zahnerhalt zu sein. Das ist unmöglich. Die Frage ist, wie bringt man beides bestmöglich im Sinne des Patienten zusammen? Das ist im Schluss endlich die Frage. Und so ist dieses Buch einerseits geschaffen, um all dem Zahnarzt alle Möglichkeiten zu geben,
Zähne so lang wie möglich zu erhalten. Wenn das nicht mehr möglich ist, gleichermaßen ist der zweite Teil, Implantatbehandlungen so durchzuführen, Implantatpatienten so zu betreuen, oder? Dass dann wenigstens das Implantat ein Leben lang im Mund verbleiben kann. Jetzt bezogen auf den Patienten ist eindeutig, wenn ich das noch ausführen kann, bezogen auf den Lebenszyklus, auf unseren Lebenszyklus, auf unseren Lebenskreis, je länger der Zahn erhalten werden kann, je später das Implantat kommt, desto länger die Chance, dass dieses Implantat ein Leben lang im Patientenmund verbleiben kann. Und das ist eigentlich jetzt das Herz in diesem Buch aus meiner Sicht. Je weiter Patienten links auf diesem Lebenskreis sind, je jünger Patienten sind, desto weiter wird man sich rauslehnen, um zahnerhaltende Maßnahmen durchzuführen. Vielleicht nicht für immer, vielleicht nur für 10, für 15, für 20 Jahre, um die Implantatbehandlung zu verzögern und damit die Chancen, dass das Implantat ein Leben lang im Mund verbleibt. Das ist einfach, wenn wir jetzt über Parodontitis sprechen, über intraossare Defekte, über Fokationsklasse 2 Defekte, über endodontische Reversionsbehandlungen. Also das ist ja klar, darüber wollte ich gar nicht diskutieren, aber manchmal möchte man dann, weil eben Patienten jung sind, die von Zahnverlust betroffen sind, über dies hinausgehen. Vielleicht zahnerhaltende Maßnahmen, wo wir selber uns nicht mehr sicher sind. Das ist nicht die 90-prozentige Prognose, ob das am Ende erfolgreich durchgeführt werden kann oder nicht. Und in dem Moment kommt die personalisierte Oralmedizin ins Spiel. In dem Moment müssen wir die Entscheidungen gemeinsam mit dem Patienten fällen und vor allen Dingen auch im Sinne partizipativer Entscheidungsfindung dann auch gemeinsam die Verantwortung für die Behandlungsentscheidung treffen. Und das ist eben ganz entscheidend. Und das ist im Grunde das Herz dieses Buches. Würdest du, ja, Entscheidungen zu fällen, basierend darauf, wo der Patient sich jetzt gerade auf seinem Lebenskreis befindet. genau. Da möchte ich vielleicht zwei Fragen stellen. Grundsätzlich gehst du mit, also wenn ich das lese, dann merke ich, dass viele Zahnärztinnen und Zahnärzte zu schnell einen Entscheid treffen, anstatt dass man vielleicht auch mal abwartet. Du kennst das sicher auch. Gestern hatte ich eine Patientin, die ist jetzt ein paar Jahre nicht mehr gekommen. Und dann sagt sie, ja, aber an dem Zahn habe ich kein Problem. Und ich habe vor 10 Jahren dort ein Provisorium gemacht und habe ihr gesagt, ja, also der Zahn muss wahrscheinlich raus. Jetzt sind aber 10 Jahre vorbei. Und sie sagt, ja, Herr de Vigus, der Zahn tut immer noch nicht weh, er sieht immer noch nicht, er ist immer noch provisorisch, aber er bleibt drin. Also, dass man oft, und mir gefallen dann auch diese Vorträge von euch oder auch von Cortellini oder von anderen Gruppen, wo man wirklich versucht, fast hoffnungslose Zähne noch zu behandeln. Aber natürlich ist mir auch klar, dass es mit den Patienten diskutiert werden muss, weil man kann ja auch nicht unendlich Aufwand betreiben. Es gibt ja nicht nur der Patient kann ja schon sagen: „Ja, wissen Sie, Herr Doktor, ich möchte jetzt da möglichst alles machen und Geld spielt keine Rolle." Das ist die eine Seite. Und wir haben ja auch immer mehr Patienten, die sich ja Zahnmedizin nicht leisten können. Also, es ist schon ein sehr komplexes Thema. In dem Zusammenhang fand ich cool, wir hatten einen spannenden Vortrag vom Gerd Reichert, den kennst du sicher auch aus Stuttgart. Ja, ja, ja. Und der hat uns dann erzählt, wie er seine Patienten eigentlich beurteilt. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte, weil er sagt, Patienten verstehen eigentlich gar nicht. Dann sagt er: „Okay, Patient kommt, ist 40 Jahre alt." Dann sagt er dem Patienten: „Schauen Sie, Herr Zur, Ihre Lebenserwartung ist 82 Jahre. Sie sind jetzt 45 Jahre alt. Ihr Mund ist schon 60 Jahre alt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da dieses biologische Körperalter, also die Gesamtgesundheit und die orale Gesundheit wieder irgendwie ein bisschen in Einklang bekommen, dass nicht quasi die orale Gesundheit vor ihnen stirbt." Weißt du, was ich meine? Also, ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen was da aus dem Buch heraus tönt, dass man versucht, zusammen mit den Patienten, einen Weg zu finden, die optimale Betreuung, ich sage mal, reden wir mal von Betreuung und Beratung zu finden. Ist das so ein bisschen die Message? Natürlich neben den 1.800 Seiten, wo man wirklich im Detail wieder sieht, also, wahnsinnig. Also, es ist wirklich ein fast unendlicher Fundus an Inspiration, der da zu finden ist.
fast schon 'n kleines Nachschlagewerk. Also, es ist wirklich spannend, die ganze Geschichte. Aber, kommen wir zurück zum Patienten. Also, was würdest du jetzt, oder was würdet ihr einem jungen Kollegen, einer jungen Kollegin raten, wenn sie jetzt quasi die Karriere startet? Wie soll sie mit Patienten oder wie soll man mit Patienten umgehen? Also, wenn du jetzt wieder neu anfangen könntest mit deinem Wissen, mit deinen Erfahrungen, wieder von Null anfangen, wie würdest du anfangen? Also da habe ich mir wirklich viele Gedanken darüber gemacht, auch im Vorwort. Das ist Das auch da verstehe. geschrieben. Ich glaube, ich würde wirklich rückblickend jedem jungen Kollegen raten, von Anfang an den Patienten wirklich in den Mittelpunkt zu setzen. Das ist immer leicht gesagt, gell? Das wird man in jeder Diskussionsrunde, auch auf den großen Bühnen ist das immer leicht so salopp rausgesagt. Wenn man ehrlich und kritisch ist es natürlich schon eine Riesenherausforderung. Denn in der Realität sieht es natürlich oft ganz anders aus. Patienten werden in Praxiskonzepte gepresst, da gibt es viele, also bitte nicht falsch verstehen, natürlich sind wir natürlich auch in 'nem schwierigen, sage ich mal, Umfeld häufig, je nachdem, in welchem Land wir tätig sind. Wir müssen ja schauen, dass wirtschaftlich solche Praxen, weiter existieren können. Gibt's ja viele, viele Aspekte. Aber im Grundsatz mal Patienten in den Mittelpunkt zu stellen, ist schon sehr, sehr viel, auch wenn das selbstverständlich klingt. Es ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, dass die orale Medizin in den nächsten Jahren sich aber ganz, ganz schnell noch darüber hinaus entwickeln wird. Also, man sagt ja ganz leicht, wenn man dem Patienten die beste Behandlung, sage ich mal, zukommen lassen will: „Ich behandle den Patienten, als wäre es meine Frau, meine Ehefrau, meine Tochter, mein Sohn“, oder? Das ist ein Aspekt, ist schon ziemlich gut, aber das wird sich noch mal verändern in den nächsten Jahren, weil der Patient, der da sitzt, ist eben nicht meine Ehefrau oder meine Tochter, mein Sohn, hat ja unter Umständen 'n ganz anderes Wertegefüge, vielleicht eine ganz andere Geisteshaltung an einer bestimmten Stelle, und darum geht's am Ende. Und in der Allgemeinmedizin ist das ja schon da. In der Allgemeinmedizin ist das da, also beispielsweise Behandlung von Prostatakrebsen, zum Beispiel Hüftprothesen. Hier ist eigentlich die personale Medizin schon da, und das geht einfach drüber hinaus. Ist wirklich ein bisschen schwierig zu erklären. Und wenn wir die Zeit haben und ich darf das erklären, beispielsweise Ja. gibt's groß angelegte Studien zu, ähm, künstlichen Hüftgelenken, oder? Und hier hat man, und es wird natürlich damit auch politisch bedeutsam, Kontroll- und Testgruppen gebildet. Die Kontrollgruppen wurden, wie es einfach üblich ist, von ihrem Orthopäden, der sie am Ende auch chirurgisch ja behandeln soll, beraten. Alles so, wie es sein muss, Alternativen, mögliche Konsequenzen einer Nichtbehandlung, all das wirklich mit Aufklärungsbogen, so wie das sein muss. Und die Testgruppe wird von einem objektiven, wenn man es mal sagt, Medical Coach beraten, zum Teil auch telefonisch, eine objektive Beratung. Was man bei diesen beiden Gruppen, großen Gruppen gesehen hat, ist, dass am Ende, und jetzt wird's gravierend, signifikant weniger Patienten für den chirurgischen Eingriff entschieden haben in der Testgruppe mit der objektiven Beratung, verglichen zu der Gruppe, Kontrollgruppe, die von Behandler beraten wurden. Keiner ist darüber überrascht, aber das hat natürlich einen Impact jetzt, weil jeder Angst hat: „Gott, oh Gott, oh Gott, wenn jetzt jemand anders meine Patienten beraten würde, womöglich kann ich nicht mehr so viel Implantate setzen“, als Beispiel, oder? Aber was man eben auch gesehen hat, dass die, die sich am Ende 'ner chirurgischen Behandlung unterzogen haben, oder, auf der Seite der Testpatienten, die die objektive Behandlung bekommen haben, dass die Lebensqualität, die aus der Behandlung resultiert hat, signifikant höher war, signifikant höher. Und damit bekommt das natürlich auch 'ne gesundheitspolitische Bedeutung, und das wird kommen. Das wird kommen, und ein junger Kollege, das ist ja unsere Diskussion, muss sich darauf einstellen. Unser Berufsbild wird sich, ich bin davon überzeugt, ein Stück weit verändern. Patienten werden sich besser informieren, Patienten werden in großen Foren systematisch informiert werden, in großen angelegten, sage ich mal, Patientendateien. Das kommt jetzt ganz, ganz schnell, wo man mit Patienten kommunizieren kann, die die Behandlung schon hinter sich haben oder vielleicht nach 10, nach 15 Jahren. Das geht jetzt ganz, ganz schnell. Da wird sich ein Stück weit die Entscheidungsfindung verändern. Das ist alles positiv, oder? Aber man muss sich darauf einstellen, und das würde ich jedem Patienten, Entschuldigung, jedem Kollegen raten: Macht das, geht auf die Patienten, schaut, dass ihr eure Behandlungspatienten
eure Behandlungskonzepte um die Patienten baut, oder? Und nicht umgekehrt. Das lohnt sich in jeder Hinsicht, obgleich sich hier in unserem Berufsfeld, und davon bin ich überzeugt, in den nächsten Jahren schon nochmal was verändern wird, was nicht ganz einfach ist. Vielleicht eine kurze Bemerkung, Thema Prävention. Ja, In der Schweiz ist die Schweiz ist das erste Land, in dem die Zahl der Implantate rückläufig ist. Also, wir ja, haben ich war vor Kurzem in Dubai, die kennen keine DH-Prophylaxe in einem Land, wo du denkst: „Wow, das ist ja schickimicki und Hightech und so weiter.“ Keine DHs, keine Prophylaxe, gar nichts. In der Schweiz und ich meine, ich habe meine Praxis jetzt auch 35 Jahre. Ich sehe eine signifikante Veränderung in der Zahnmedizin, weil wir jetzt eine neue Generation von den die jungen Patienten, die sind mittlerweile auch schon 40, die sind nicht mehr ganz so jung, die haben fast nichts mehr. Also, ja. eigentlich trägt, was in den 60er Jahren in der Schweiz angefangen hat, also, wir reden von fast 70 Jahre Prävention, die jetzt Früchte trägt. Also, es braucht schon langfristige Strategien, die dann, was Professor Mühlemann, als wir Studenten waren, als pensionierter Professor uns gesagt hat: „Wisst ihr was? Unser Ziel ist es, den Zahnarztberuf nicht abzuschaffen, aber eigentlich fast nicht mehr notwendig zu machen.“ Also, es wird dann ein paar Kieferorthopäden geben, die die schrägen Zähne richten, ein paar Zahnärzte, die dann, ich sage es mal wie ihr, wenn jemand unfallbedingt 'n Zahn verliert, dann vielleicht ein Implantat macht oder eine Klebebrücke macht. Also, eigentlich braucht es viel, viel weniger Zahnärzte, also manuelle Mechaniker, die dann die Probleme, die Patienten haben, lösen. Und man könnte dann sagen, es braucht vielleicht Oralmediziner, die die Patienten beraten und ganz wenige Leute, die dann die mechanischen Dinge machen. Also, wir hatten auch eine spannende Diskussion mit ein paar Kollegen zum Thema KI. KI besteht ja das Staatsexamen. Dann gibt es ja viele, die sagen: „Jesus Gott, das ist ja schlimm.“ Sage ich: „Nein, das ist mega cool, weil dann können wir vielleicht wieder zurückkommen auf die 70er, 80er Jahre, wo in der Zahnmedizin die manuelle Ausbildung noch prioritär war.“ Also, ich erinnere mich, dass wir, weiß ich wie viele Stunden im Labor verbracht haben, die Prothesen selber gemacht haben, die Kronen selber geschichtet haben, die Gerüste selber gegossen haben. Also, wirklich Zahnmedizin und weiß ich, wie viel Phantomzähne gebohrt haben und Zähne gezogen haben. Also, der praktische Ausbildungsanteil war extrem hoch und der ist immer kleiner geworden. Die Zahnärzte, können dir jetzt, weiß ich was für Literatur vorsingen, aber sie können den Bohrer nicht mehr gerade halten. Wie siehst du eigentlich diese Entwicklung? Das ist ja auch noch spannend. Ihr habt ja ganz viele Teilnehmer an euren Kursen. Wie hat sich das über die letzten Jahre so entwickelt? Wie siehst du das? Also, wenn ich darf, kurz 2 Kommentare dazu. Erstmal, ich kenne die aktuellen Daten in der Schweiz nicht, aber ich kenne sie sehr genau aus Deutschland, ja? Und wir haben ja die Mundgesundheitsstudie, die ja auf wirklich mit riesengroßen Patientenzahlen die Mundgesundheit in Deutschland untersucht. Und hier sieht man natürlich klar von der ersten Mundgesundheitsstudie vor vielen Jahren, wir haben jetzt die sechste mittlerweile, eine ganz klare Verbesserung. Also, die Prävention greift. Zahnlosigkeit nimmt ab, die Anzahl verlorener Zähne über ein Lebensalter in bestimmten Altersgruppen, es wird immer weniger, aber es ist immer noch weit, weit weg von dem, was wir eigentlich in unseren Händen hätten. Nehmen wir mal Axelsson und Linde, diese klassischen alten Studien aus den 70er Jahren, also da sind wir immer noch weit weg, da ist immer noch wahnsinnig Luft nach oben. Also das Ideal, das du beschreibst, vielleicht in der Schweiz, ich weiß nicht genau, wo ihr seid, ich sage jetzt mal mit etwas Überblick in unterschiedliche Länder, da ist immer noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Erstens. Zweitens, natürlich geht die Prävalenz deutlich zurück für Karies. Die Prävalenz geht deutlich zurück, auch in Deutschland für Parodontitis. Aber in Anbetracht des demografischen Wandels ist natürlich die tatsächliche Anzahl an behandlungsbedürftigen Parodontien, an behandlungsbedürftigen viel, viel höher, weil Patienten viel, viel älter werden und wir viel mehr ältere Patienten in den Zahnarztpraxen sehen werden. Also, ich gebe dir recht, es ist natürlich bestimmt, über die Zeit wird es dahin gehen. Jetzt mal die nächsten 20, 30 Jahre sehe ich nicht, dass die Arbeit in den Zahnarztpraxen weniger werden wird, gell? Also, ich glaube eher im Gegenteil, weil wir einfach eine urnenförmige
Bevölkerungsentwicklung sehen, zumindest in den westlichen Ländern. Jetzt, was die Ausbildung der Zahnärzte anbelangt, ist es wirklich, ich sehe das sehr, sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern. Dass man die Ausbildung reformiert, das ist auch in Deutschland passiert, das ist in den meisten Ländern passiert, dass wir selber jetzt noch Klammern biegen und Modellgussprothesen gießen. Ich glaube, da gibt es einfach wesentlich wichtigere Themen, gell, die man dort abgreifen muss. Was ich sehe, ist der Mangel an Patienten an den Universitäten. Gell. Es ist einfach schwierig, dass genug behandelt werden kann dort. Also viel passiert eben virtuell, viel passiert an Phantomköpfen, weil einfach gar nicht genug Patienten da sind. Ich persönlich finde das gar nicht so dramatisch, gell, wenn nach dem Staatsexamen dann die richtigen Schritte eingeleitet werden, denn da geht es ja eigentlich erst los. Oder? Ich finde schon gut, wenn jemand in seinem Studium, im Grundstudium, sage ich mal, in seiner Geistungshaltung auf der richtigen Spur ist, die richtigen Grundlagen vermittelt werden, auch die richtigen, sage ich mal, Ansätze am Patienten. Aber ich glaube, es ist unmöglich, so wie Zahnmedizin, so vielfältig wie das heute ist, wirklich dort die technischen, klinischen Dinge zu vermitteln, um die es am Ende geht. Das wird gar nicht mehr möglich sein. Das ist viel zu viel geworden. Aber jetzt grundsätzlich einfach, wenn du oder wenn ihr eure Kursteilnehmer anschaut, Ja. also gut, ihr habt natürlich wahrscheinlich von unerfahren bis mega erfahrene Kursteilnehmer, aber grundsätzlich, wenn du jetzt mal die jüngere Generation anschaust, die zu euch kommt, sind die, vielleicht ist die Frage nicht so gut, weil zu euch eher motivierte Leute kommen. Oder Muss man wie siehst du das? Wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Ihr macht das jetzt schon ein paar Jahre. ja. Aber wenn du jetzt auf Kursteilnehmer das ummünzt, brauchst du heute länger, einem Kursteilnehmer etwas beizubringen oder ist das ungefähr immer gleich geblieben? Ich sehe da keine Veränderung jetzt bei uns, aber ich muss ehrlich sagen, wir haben gerade auch einen Kurs laufen. Ich bin ja auch in der Mittagspause. Das ist ja etwas, was kontinuierlich läuft. Ich sehe hier wahnsinnig viele hochmotivierte, hochtalentierte junge Kollegen, und zwar schon immer. Und mir macht das nichts aus, wie die Grundausbildung war. Wenn hier jemand sitzt, der motiviert ist, je früher wir den erwischen und auf die Spur setzen, desto besser ist es. In jedem Fall, ganz unabhängig von dem, was der jetzt an der Universität gelernt hat. Also, sind vielleicht kein richtig gutes Beispiel, weil wir sehen ja wirklich in aller Regel Freaks, die zu uns kommen und alle 'ne, sage ich mal, 'ne hohe Motivation haben, sonst würden sie gar nicht kommen, sonst würden die das ja gar nicht machen. Der Trend jetzt an der Universität bei den Studenten ist natürlich etwas anders. Das ist schwierig. Es hat sich tatsächlich jetzt verändert. Ich kann das jetzt nicht ummünzen auf die Hände. Das will ich mir gar nicht anmaßen, auch gar nicht, sage ich mal, auf das, Potenzial, das geistige Potenzial, aber natürlich die Einstellung hat sich natürlich verändert und das ist, muss man auch sehen, das ist ganz wertfrei, das beobachten wir ja alle überall, dass natürlich, sage ich mal, die Leistungsbereitschaft grundsätzlich mal gesunken ist. Das ist so und die Prioritäten im Leben haben sich verschoben, das spürt man ja ganz deutlich und das ist einfach so. Das ist so und damit müssen wir umgehen und alle müssen damit umgehen und einfach auch lerne, damit umzugehen, völlig wertfrei. Also, ich bin nicht in der Position, jemand, vorzuschreiben, wie viel Stunden in der Woche gearbeitet wird und wie viel Freizeit ist und wie viel Zeit man in der Freizeit für 'n Beruf verwendet. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber da ist natürlich hat 'ne Veränderung stattgefunden, die jetzt nicht nur die Zahnmedizin, sondern die ganze Berufswelt betrifft. Und man muss lernen, damit umzugehen. Das ist einfach Weil so. das ist in dem Kontext spannend. Zum Beispiel die European Academy of Aesthetic Dentistry sagt, ja, wir finden keine jungen Kolleginnen und Kollegen mehr, die quasi Active Member werden wollen oder können, weil niemand mehr seine Fälle dokumentiert. Eben anstatt die extra Zeit aufzuwenden, am Wochenende noch zu arbeiten und Vorträge vorzubereiten, Artikel zu schreiben, dann geben halt lieber irgendwo an eine Party oder macht eben den die Life Balance, also lässt das Work ein bisschen sein. Äh, aber grundsätzlich wird sich dann, also wenn ihr zum Beispiel nicht mehr da seid, Kurse zu geben, es ist interessant, dass, wenn du jetzt schaust, wer gibt Kurse und wer macht Fortbildungen, da kommen ganz viele interessante junge Kolleginnen und Kollegen kommen aus Osteuropa. Und da hatte ich ein paar Interviews schon gemacht mit solchen jungen Leuten.
Und habe ich gesagt: „Wieso kommt ihr da alle aus Osteuropa? Wieso gibt es da keinen Nachwuchs, aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Italien, wherever?“ Dann sagen die: „Ja, weil wir sind noch hungrig.“ Also, das ist vielleicht schon noch ein bisschen, äh spürst du das auch? Also, wenn ich jetzt auf Kongresse gehe, dann muss ich sagen, das sind eigentlich jetzt Rentnerveranstaltungen. Also, ich bin ja auch Rentner, also wir sind ja fast im gleichen Alter. Also, es sind ja fast Rentnerveranstaltungen. Der Nachwuchs, fehlt mir da ein bisschen. Wie siehst du das, in der Zukunft? Weil, nach wie vor, ich reise ja immer noch viel und es ist ja klar, dass, sage ich mal, die Leistungsbereitschaft in unterschiedlichen Kulturkreisen, auf die wir treffen, natürlich, also das ist diametral unterschiedlich. Du reist nach Südkorea, du reist nach Taiwan, du reist nach Indonesien. Die Leistungsbereitschaft der Menschen ist enorm. Das ist einfach ganz, ganz enorm. Da wirklich in dem positiven Sinne. Ich war kürzlich in Kuala Lumpur, also unfassbar. Die Leistungsbereitschaft, die Motivation ist ganz, ganz enorm. Also das ist sichtbar, gell? Taiwan brauchen wir gar nicht drüber reden, Südkorea, Hongkong, das sind natürlich einfach ganz, ganz andere Kulturen und das spürst du natürlich ganz, ganz deutlich. Und ich würde jetzt fast mal sagen, ich komme, wenn man dann so nach Hause kommt, hat man das Gefühl, okay, das ist ja eh schon durch, wir können uns gar nicht mehr messen, sage ich mal, mit diesen Kulturen, weil einfach die Leistungsbereitschaft so viel höher ist. Und logischerweise, wenn man mehr in seinen Beruf investiert, kommt am Ende natürlich auch mehr dabei raus. Das ist ja eine ganz logische Sache. Wenn ich meine Hände trainiere, dann werde ich besser. Wenn ich lese, dann verstehe ich mehr und werde besser in meinen klinischen Entscheidungsfindungen. Das ist alles eine logische Konsequenz und das ist gar nicht aufzuhalten. Also Fragen müssen wir uns schon stellen. Nur ich fühle mich jetzt nicht in der Position, irgendjemand zu bewerten, gell? Du kannst jetzt negativ sagen, der geht lieber auf eine Party. Du kannst aber auch positiv sagen, er kümmert sich um seine Familie in der Zeit. Also, das ist immer eine, also, Ja, ich bin nicht in der Position, jemand da jetzt vorzutreiben, was die richtige Balance ist zwischen Arbeit und privatem Leben. Das ja, muss aber jeder selber. Die Frage war natürlich bewusst gestellt, weil ich weiß, dass du viele Kulturen erlebst. Eben wie ich auch gesagt habe, ich war in Dubai, du siehst den Glamour und alles und dann denkst du: „Schauen wir mal, wie es um die Zahnmedizin steht.“ Und da musst du sagen: „Ja, Zahnmedizin ist da irgendwie, ja, also, Jahrzehnte weg von dem, was wir in Deutschland oder der Schweiz kennen.“ Also, verstehst du, was ich meine? Also, das gibt schon, wir leben in unserem Kosmos und es gibt dann ganz viele andere Mikrokosmen auf dieser Welt. Und ich hoffe natürlich, dass diese positive Energie aus anderen Ländern dann auch wieder zu uns rüberschwappt, und diese Leute dann mit uns auch den Austausch suchen und vielleicht, lernen wir dann. Also, wie ich erinnere mich dann, die jungen Zahntechniker zu unserer Zeit, die hat man nach Japan geschickt, Ja, weil in Japan war dann einfach wirklich die knallharte Schule. Jeder Zahn, wir haben 28 Zähne, jeder Zahn muss tausendmal aufgewachst werden. Das gibt 28.000 Wax-ups, die du machen musst, bevor du irgendetwas anderes machen kannst. Und dann kommt da dein Lehrer und dann sagt er: „Zeig mir mal das Wax-up Nummer 5 und das Wax-up Nummer 100.“ Dann hat er die zusammengehalten und wenn das 100 nicht besser ist als das 5, dann musst du wieder von vorne anfangen. Also, das ist dann schon brutale, harte Schule. Aber kommen wir noch mal zurück auf das Buch. Also, wirklich eine riesige Arbeit, ein riesiger Fundus an Informationen. Du hattest mich auch mal gefragt über die Qualität der Bilder. Top, mir gefällt das. Man man kann immer etwas anders oder besser machen, aber grundsätzlich, eure Dokumentation ist für mich immer ein sehr gutes Beispiel, weil heute gerade mit den sozialen Medien, alle da mit Softbox und weiß ich was rumfotografieren und man sieht gar nichts mehr, es verschwindet alles. Da finde ich schon euer Oldschool-Dokumentationsstyle, der ist top. Und da sieht man, worum es geht. Die Details sind sichtbar und das ist das Essentielle in einem Lehrbuch, gerade wo es wirklich um die Feinheiten geht. Da darf man nicht, wenn ich da irgend so 'n irgendein Bild nehme, also, man sieht das jetzt nicht auf dem Screen, aber wenn du so etwas mit einer Softbox fotografierst, dann sehe ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich sehe gar nichts mehr. Und das ist für mich entscheidend und das zieht sich durch diese ganzen 1.900 Seiten durch. Also wirklich Kompliment, top gemacht und als immer wieder
ein Beispiel für Kollegen, die mir sagen: „Wie muss man dokumentieren?“ Dann kann ich sagen: Schau dir auch mal so ein Buch an. So muss man dokumentieren mit mit einer klaren Strategie, einem klaren Protokoll, so wie ihr arbeitet. Ich sage immer: zeig mir, wie du deine Sachen dokumentierst und ich sage dir, wie du arbeitest.“ Also wirklich Hochachtung an eine Wahnsinnsleistung, die ihr da wieder vollbracht habt. Am Ende vielleicht, um das noch abzurunden, weil wir über die jungen Kollegen gerade gesprochen haben, dieses Buch ist für die jungen Kollegen. Das ist für die jungen Kollegen auch, weil der Marc und ich auch den Eindruck hatten, dass viele zahnerhaltende Techniken einfach vergessen worden sind. Einfach weil man natürlich Implantate hat. Das ist sicherlich so. Und wir haben wirklich über all die Jahre versucht, ich meine, die Zeit ist ja nicht stehen geblieben. Nur weil die Techniken alt sind, bedeutet das nicht, dass man sie nicht abstauben, aus dem Keller holen, abstauben und in einen modernen Kontext setzen kann, einen zeitgemäßen Kontext, so wie wir heute dastehen. Das haben wir wirklich versucht, bis dorthin, wo es eben nicht mehr geht und dann eben wirklich moderne Implantattherapie, so dass eben die Implantate, wenn möglich, ein Leben lang im Mund bleiben können. Es ist für die Jungen gedacht. Für die Jungen, die es wissen wollen, für die Jungen, die wirklich dort rein wollen und klar, wenn man es jetzt ein bisschen romantisch sehen will, auch um was zu hinterlassen, gell, wenn es uns dann vielleicht mal nicht mehr gibt, dann ist wenigstens für die Jungen Nein, also da habt ihr wirklich was Tolles gemacht und, ja, für die, die das Buch mal, vielleicht auch selber kaufen wollen, ich habe da den Link haben wir dann natürlich unten im Video. Ich glaube, es sind verschiedene Sprachen auch in Vorbereitung. Jetzt im Moment gibt es auf Deutsch und Englisch. Ich gehe davon aus, dass es auch in weitere Sprachen übersetzt werden wird. Otto? ähm, also ich Ja. kann das Pinke Buch gab es ja in über 20 Sprachen. Ja, ja. Jetzt ist es natürlich ein bisschen komplizierter, das zu übersetzen, weil es so dick ist und Ja, ja. kostet und ich habe keine Vorstellung. Gut, der Äh, KI kann das ja schneller übersetzen. Also, ich denke, dass der Christian ja, Hase ja. da auch einen Weg findet, dass man dann, wenn die Nachfrage da ist und ich bin überzeugt, dass man vielleicht muss man den Lesern ein bisschen die Angst nehmen und als Einleitung sagen: „Schau mal, erstens mal ist es gut für deine körperliche Gesundheit und es ist auch gut für deine geistige Gesundheit.“ Und wie gesagt, also Chapeau, Hut ab. Ich habe jetzt so 100 Seiten gelesen. Ich habe noch ein paar Seiten vor mir, aber ich verspreche dir, ich werde das Buch ganz zu Ende lesen, weil es ist hochspannend und man lernt immer wieder etwas dazu. Auch wenn ich nicht der große Parodontologe und Implantologe bin, aber, es sind ganz viele kleine Dinge. Nur schon, wie man näht und, wie man ein Skalpell hält. Es gibt so viele Dinge, die man immer wieder auch, neu entdecken kann und danke vielmals für deine Zeit. Liebe Grüße auch an Marc Weil und an die Kursteilnehmer und ich freue mich, dass wir uns hoffentlich auch bald wieder mal physisch treffen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Also, bleibt gesund. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Meisterwerk und wir werden da schauen, dass da mehr den Mut haben, diese ich glaube, es sind 12 Kilo, hat mir gesagt, sind 12 Kilo, wenn es verpackt kommt. 12 ich weiß Kilo genau. 12 Kilo Wissen, hochkondensiert. Also, kann ich jeder Frau und jeder Mann, wie man heute so schön sagt, nur wärmstens empfehlen. Also, viel Spaß beim Kurs und, hoffentlich bis bald. Vielen Dank fürs Interview, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja.